Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video packen wir gemeinsam das Bookcover Keyboard aus. Und im nächsten Video packen wir dann das Bookcover Keyboard Slim aus. Genug der Ankündigung, weg mit dem Keyboard Slim und her mit dem Keyboard. Auf der Front sehen wir den Hinweis, dass es eine antimikrobielle Beschichtung hat und dass es auch mit der Galaxy Tab S7 Reihe kompatibel ist. Das Unboxing wird spielend leicht sein, denn wir müssen lediglich rechts unten angreifen und aufziehen. Mehr ist das nicht. Als erstes bekommen wir den unteren Teil, sprich die Tastatur. Dabei ist es eine Querz-Tastatur mit Funktionstasten und einem Touchpad. Dieses Touchpad lässt sich aufgrund der dünnen Bauweise auch von unten drücken. Hört selbst hin, es klickt. Aber ob es auch einen ungewollten Klick auslöst, sehen wir im Vergleichsvideo. Genug dazu, holen wir auch den oberen Teil aus der Verpackung. Zunächst eine kleine Anleitung. Die kommt sofort beiseite, denn was gibt es schon zu diesem Produkt zu erklären? Es ist selbsterklärend. Jetzt der obere Teil, der sich überraschend gut anfühlt. Das Anbringen geht dank der starken Magneten spielend leicht und es trägt wirklich nicht dick auf. Ein Kickstand ist auch integriert. Dieser lässt sich zum Glück stufenlos einstellen und hat einen hohen Öffnungswinkel. Sprich, das S8 Plus kann ziemlich tief liegen, was dem Schreiben mit dem S-Pen zugutekommt. Bei Bedarf kann natürlich der untere Teil, also die Tastatur, angebracht werden. Auch das geschieht dank der Magneten spielend leicht. Jetzt haben wir einen starken Surface Pro Konkurrenten. Dabei kann der S-Pen entweder oben platziert werden, wo er nicht aufgeladen wird, oder aber hinten, wo er aufgeladen wird und zudem durch die Hülle geschützt wird. Sehr clever von Samsung gedacht und gemacht. Daumen hoch. Sobald die Tastatur angebracht wird, fragt das S8 Plus automatisch, ob wir den DeX-Modus starten wollen. Das ist ein spezieller Modus, dessen Optik ähnlich zu Windows bzw. einem Desktop ist. Die Tastatur schlägt sich gut, sie fühlt sich knackig an, hat ausreichend Hub und ist nicht allzu laut. Die Bedienung über die Pfeiltasten ist genauso möglich wie die Bedienung mit Hilfe des Touchpads, das sogar Gesten beherrscht. In diesem Fall die Dreifingergeste. Shortcuts über die FN-Taste sind ebenfalls an Bord. Damit kann man die Helligkeit, die Lautstärke und vieles mehr einstellen. Sehr gute Sache. Nur leider ist die Tastatur nicht beleuchtet. Das wäre wirklich die Kirsche auf der Sahne gewesen. Damit das Schlusswort. Danke fürs erneute Zusehen. Weiter geht es mit dem nächsten Video und dem Bookcover Keyboard Slim. Klickt dafür auf die Karte. Bis gleich und ciao.